Letztendlich stellt man immer fest bei so einem Wettbewerb, dass Architektur immer etwas damit zu tun hat, sich an Widersprüchen abzuarbeiten. Und die Widersprüche, die damals so offensichtlich waren, die waren natürlich auf der einen Seite, wie kann man die Integrität der historischen Bauten bewahren und sie, sagen wir mal, in die Zukunft führen, gleichzeitig die Integrität aber auch des Neubaus erlebbar werden lassen und auch die Zeitgenossenschaft des Neubaus und dennoch ein Ensemble herzustellen. So war natürlich für uns eine Frage die Frage der Adressbildung, weil natürlich die historischen Palais, vor allen Dingen das Haus 14 und das Jüdische Museum, seinen Eingang am Main-Kai hatte, am Untermain-Kai. Hier ist der alte Eingang. Und jetzt natürlich diese Adressverlegung in den Rücken der historischen Palais. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, was die Außenanlagen anbelangt hier. Aber es ist eigentlich ganz schön geworden, finde ich. Dass man auch wirklich so spürt, dass da der Grünraum vom Wall hier noch rüber schwappt. Wie kann aus diesem Zusammenspiel zwischen Vorplatz des Museums und Wallanlagen eine räumliche Situation entstehen? Wie kann aber auch gleichzeitig eine Verbindung zwischen Neubau und Altbau hergestellt werden, ohne jetzt wirklich massiv an die rückwärtigen Fassaden dieser Palais anzubauen oder anzudocken? Und da kam uns eben eine für uns nach wie vor nicht ganz verständliche Topografie zu Pass, weil im Rücken der Palais schon im Vorfeld so eine Art beinahe eingeschossige Topografiesprung vorhanden war. Und dieser Topografiesprung war eigentlich Ausgangspunkt auch dieser gesamten Kubatur, die nämlich verschiedene Dinge erreichte. Die einerseits erreichte, dass man verschiedene Außenniveaus herstellen konnte, die gleichzeitig, ohne dass man es merkt, eine Art Sicherheitsschwelle zwischen Terrasse der Gastronomie und dem Vorplatz herstellt. Wie kann es gelingen, ein Haus zu machen, was nicht nur, sagen wir, technisch geschützt ist, aber vielleicht auch, sagen wir, atmosphärisch das Gefühl von Geschütztheit vermittelt und gleichzeitig aber auch diese Öffnungen in die Stadt hin ermöglicht. Man kommt rein, hat den Blick in die Stadt. Man geht weiter, hat den Blick in den Himmel. Man geht weiter, hat den Blick in den Innenhof. In dieser Sequenz an Räumen gibt es eben immer wieder diese gesetzten Öffnungen, die, wenn man von außen das Gebäude anschaut, eher geringfügig in der Summe der Außenhaut erscheinen. Und insofern erscheint das Haus außen viel massiver, als es vielleicht im Inneren dann wahrgenommen wird. Diese Substanz des Hauses ist halt nun mal erstmal konstruktiv auch der Beton. Das Material, wo man sich aufhält oder wo man in die Nähe oder wo man auch Kontakt aufnimmt, dort ändert sich eben das Material und bekommt eben dieses Komplementäre, das Warme, das Gemütliche. Mich würde auch mal interessieren, wie sind Sie denn, also diese Entscheidung, die Bibliothek hier als so einen besonderen Ort zu gestalten, war ja Ihre Entscheidung? Wir hatten halt so das Gefühl, dass das Haus ja im klassischen Sinne nicht die Ausstellungshaus ist, sondern es ist ja so eigentlich das öffentliche Haus zur Ausstellung. Es ist ja
allgemein gar nicht so bekannt, dass Museen immer Bibliotheken haben. In der Regel haben sie wissenschaftliche Bibliotheken, die eigentlich ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler maßgeblich nutzen und die wenig öffentlich sind. Im Rothschild-Palais befand sich die erste öffentliche wissenschaftliche und Kunstbibliothek der Stadt Frankfurt. Das heißt, es gibt hier eine Geschichte, eine historische Komponente auch von Bibliothek. Und die schreiben wir hier weiter fort. Wenn es außen schon so ein bisschen dämmert und innen drin das Licht brennt, ja, dann kriegt das Haus plötzlich so, kommt das Innere nach draußen. Wir natürlich uns wünschen, ein Haus zu machen, was erstmal Raum bietet und was eine möglichst offene auch Nutzungsstruktur anbietet. Gleichzeitig finden wir aber auch Räume, die Eigenschaften besitzen, wichtig. Also eben sozusagen das Flexible ist erstmal eigenschaftslos. Diese Gratwanderung zu finden zwischen eben Räumen, die starke Eigencharakter mitbringen, wie zum Beispiel die Bibliothek, diesem Holzkokon und diesem großen Fenster, und dann im Gegensatz dazu eben diese Promenade, die hier durchs Haus führt. Ich fand es eigentlich immer ganz wichtig, dass das Haus nicht in so eine 1:1 Symbolik, also so eine lineare Erzählung zwischen Bild einer Architektur und einer Aussage, die es treffen will, kommt. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ich finde, dass Architektur eigentlich tatsächlich nicht prädestiniert ist dafür, Erzählungen zu machen in diesem klassischen Erzählsinn. Und zweitens, weil ich finde aber noch viel mehr bei einer Institution des Museums, dass die inhaltliche Aussage eigentlich von dem Museum kommt und das Museum als Bauwerk das räumliche Angebot liefert. In diesem Fall war natürlich das Rothschild-Palais ja auch einfach eines der zentralen Ausstellungsstücke des Hauses, muss man ja sagen. Insofern kommt natürlich hier diesem Haus noch eine extreme Bedeutung zu. Eigentlich muss möglichst viel von diesem Charakter dieses Hauses bewahrt und auch erlebbar bleiben, um es eben auch in seiner Geschichte zu verstehen. Wenn man den Dingen eine Art von Wertigkeit zumisst, dann habe ich so das Gefühl, dann geht man auch anders mit ihnen um, als wenn alles irgendwie so eigentlich so nicht drauf ankommt. Und ich finde, Häuser sind eben schon Dinge, die man eben ein Leben lang besitzt. Und im besten Falle sind sie dann eben auch eben so gut gemacht, dass man sie auch sich wünscht zu erhalten. Die Dinge in Verbindung zu bringen. Und das ist auf einer räumlichen Ebene, genauso wie auf einer Gestaltebene, auf einer Materialebene. Und ja, das ist eigentlich das, was für mich spannend ist an Architektur.